Jetzt darf ich auch endlich reden. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wie ihr seht, es ist The Cat Lady. Auch ein Spiel, das ich blind spiele, was ich vorher noch nicht gespielt habe. Ich hoffe, dass ich die ganzen Soundeinstellungen richtig eingestellt habe. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Gebt mir nur einen kurzen, lauten Moment, in dem ich mein Mikrofon einstelle. Falls ihr schon länger bei mir zuguckt, solltet ihr wissen, dass ich immer ziemliche Probleme mit Atemgeräuschen habe. Ist Gewöhnungssache. Ich versuche das immer so gut wie es geht zu fixen. Also auf jeden Fall. Oh, ich bin jetzt schon heiser. Mein neues Projekt, oder unser neues Projekt, würde ich sagen, für alle die mit mir auf diese Reise gehen. The Cat Lady soll ein Horrorspiel sein im Point-and-Click-Design, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, ich habe auch noch nicht angetestet, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber ich mag Katzen. Und ich bin eine Lady. Naja, das zweite eher nicht so. Nicht so ganz ladylike, wie man vielleicht denkt. Aber, ja, ohne weiter jetzt hier irgendwas. Ja, lasst uns einfach anfangen. Neues Spiel? Das ist jetzt neues Spiel, okay. My name is Susan Ashworth. Okay. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Oh, eine Katzenuhr. Oh, die ist voll süß. Ich will auch so eine. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly. But they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course. Prescribed by my doctor for my sleeping problems. Die versucht sich gerade umzubringen, But oder? I've taken 34 of them. Alter. All I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel Scheiße. calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Ja. Thanks for nothing. Oh. Goodbye. Das ist kein guter Start. Das ist wirklich kein guter Start. Wir haben 43 Schlaftabletten geschluckt. Das ist scheiße. Wer kümmert sich denn jetzt um deine Katzenmädel? Oh, okay. Ah. Okay. Kapitel 1. Das Haus im Wald. Okay. Also, am Anfang habt ihr hoffentlich gesehen, dass da war eine Warnung. Es kann sein, dass es blutig wird und sexuelle Anspielungen habt und deswegen für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Also, ich kann euch nicht raten, wann ihr das angucken sollt, aber auf eure eigene Gefahr hin, ihr wisst Bescheid. Wer ist das? Drücke. Okay. Ich kann auch mit WASD laufen, das ist gut. Wer ist das? Oh, okay. Der Artstyle, der Artstyle, mein Deutsch ist gerade komisch, ist sehr interessant. Okay, wir sind in einem Feld, einem Weizenfeld oder so. Kann ich rennen? Nee, ich laufe immer gleich langsam. Okay. Wir laufen einfach mal weiter geradeaus.
Sieht aus wie... Oh, drücke nach oben, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Durch die Möglichkeiten. Drücke Enter. Oder... Okay, nein. Untersuchen wir erstmal. Enter. Ich fühle mich seltsam hingezogen zu diesem Ort. Ich muss einen Weg finden, dieses Vorhängeschloss zu öffnen und hineinzugelangen. Okay. Abgeschlossen. Ja. Gut, wir wollen in dieses Haus rein. Und dann, das heißt, wir... What the fuck? Okay. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, das sieht nach einem ganz, ganz bösen Autounfall aus. Ah. FT 37? No Pedestrian Access. Kein Zutritt für Fußgänger, glaube ich, heißt das. Wir sind hier in einer Tiefgarage? Ein Bus? WTF? Ich weiß nicht, wie ich mich... Oh Gott. Okay, okay, das war nur die Decke. Oh Gott! Jumpscare! Verdammt! Okay, okay, ich bin bereit. Ich bin nicht angespannt. Drücke nach oben. Ja, das hatten wir schon. Krankenwagen. Erstmal untersuchen wir. Ah, Mist. Jetzt habe ich weggeklickt. Nochmal. Okay. Ich kann nicht weitergehen. Dieser Krankenwagen blockiert den Weg zum Tunnelausgang. Vielleicht gibt es überhaupt keinen Ausgang. Das ist so eine total negative Art, das zu sagen. Schauen wir mal, was drin ist. Ach, ist auch zu abgeschlossen. Ja. Ja. Okay, dann gehe ich halt wieder... Kann ich irgendwie sonst... Dazu bestätigen. Ja, dann muss ich halt wieder zurückgehen. Was ist denn das? Ich bin jetzt schon vollkommen... Huh? Hä? What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me. Nein. Mir wäre es lieber, wenn mir niemand antwortet. Dann weiß ich, dass ich alleine bin. Ist da was drin? Oh Gott! Alter! Leiche! Was machst du denn? Erschreck mich doch nicht so! Schaue genauer. Das bin ich? Oh je. Mein kalter, toter Körper direkt vor meinen Augen. Was tut er hier? Okay, Susan. Ach, das ist dann tatsächlich die Tante, die sich vorher versucht hat umzubringen. Susan. Also spielen wir jetzt irgendwie Susan im Fegefeuer? Fragezeichen. Untersuche, Dreh, Kopf, öffne Augen. Erstmal untersuchen wir es generell. Ich sehe so ruhig aus. Okay. Wir drehen mal den Kopf. Nee, das. Nichts. Oh, voll die schönen grünen Augen. Meine Augen, so ziemlich das Einzige, was ich an mir mochte. Selbst jetzt leuchten sie noch ein wenig. Das sieht creepy aus, wenn man bedenkt, dass das eine Leiche ist. Öffne... Ah, okay. Ist das ein Schlüssel in meinem Mund? In ihrem Mund? In meinem Mund? Den nehme ich lieber mit. Weil wir wissen ja alle, Schlüssel aus irgendwelchen Mündern von irgendeinem Leichen sind immer zu irgendwas zu gebrauchen. Inventar. Drücke. Okay. Vor nicht allzu langer Zeit hätte nicht mal ein Schlüssel meinen Mund geöffnet. Oh, das ist sehr deep. Und jetzt finde ich heraus, dass einer in ihm war. Das heißt, sie ist wohl eine sehr schüchterne, sehr zurückgezogene Person gewesen. Aber das hat man ja auch gehört, hat man ja vorher gesagt, dass sie sich am liebsten zu Hause mit ihren Katzen beschäftigt hat. Ah! Oh Gott! Bin ich tot? Ich dachte schon, jetzt habe ich Game Over. Alter, okay, ich komme nicht zurück. Okay. Das
War interessant. Okay. Ich will rennen können. Es macht mich nervös, dass ich nicht rennen kann. Ich weiß auch nicht, wie man hier speichern kann. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich möchte speichern. Aber es wird mir bestimmt auch noch ein Tutorial erklären. Das ist ein Hirsch. Der Hirsch läuft weg. Soll ich ihm hinterherlaufen? Ja, wieso sieht es hier auf einmal so ganz anders aus? Okay. Ich möchte erstmal dem Hirsch hinterher. Weil Hirsch, der führt mich doch bestimmt irgendwo hin. Wo ist denn das Feld hin, wo ich vorher durchgelaufen bin? Ist das richtig, was ich hier gerade mache? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal dem Hirsch hinterher. Ich will noch nicht die Tür aufmachen zu dem Haus. Wo bin ich? Ich bin mitten im Wald. Ist ein kaputtes Auto. Das bin ich. Das ist meine Leiche. Mein toter Körper, er hängt von einem Baum. Ich sollte Angst haben, aber ich fühle mich einfach leer. Warte, was ist dieses glitzernde Ding um ihren Hals? Ist das ein Schlüssel? Okay. Der Körper hängt zu hoch, ich komme nicht dran natürlich. Dann benutzen wir das Seil. Das Seil ist verknotet. Es würde Stunden dauern, diesen Knoten zu öffnen. Ist das dein Ernst? Wirklich? Okay, die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Okay. Dann bin ich hier noch... Remember this place. Am I lost? Da hat gerade die deutsche Übersetzung gehackt. Sie hat also gesagt, ich kann mich an diesen Ort hier nicht erinnern. Habe ich mich verlaufen? Für die unter euch, die nicht so gut Englisch können, habe ich das mal ein bisschen... Wo bin ich? Igitt! Was für ein scheußlicher Anblick. Zumindest ist nicht mein Kopf auf diesen Stangen. Ja, das wäre es auch noch. Abgeschlossen. Tschüss. Der Schlüssel passt nicht. Okay. Dann gehe ich ja wieder zurück. Jetzt habe ich mich endgültig... Ich hätte doch nicht dem Hirsch hergehen sollen. Ich hätte in das Haus gehen sollen. Alter, was ist das mit den ganzen Raben hier? Ohne Scheiß. Hier komme ich aber nicht weiter. Vielleicht... Ach so, hier geht's noch... Nee, hier geht's doch nicht weiter. Wir benutzen mal den Schlüssel. Ich sehe hier keine Schlösser. Okay. Stopp, zurück. Kann ich mit dem Schlüssel das Seil hier irgendwie abmachen? Ich sehe hier keine Schlüssel. Geht das echt nicht? Okay. Ich habe irgendwo mal wieder was übersehen. Oder ich habe jetzt schon Scheiße gebaut, weil ich nicht in das andere Haus reingegangen bin. Was ich hier mache, ich versuche gerade dem Raben hinterher zu gehen. Vielleicht führt er mich irgendwo hin. Ich weiß es nicht. Oh. Nee, doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wir gehen nochmal in die Richtung hier. Der Schlüssel passt hier nicht. Öffne. Abgeschlossen. Ich habe schon Mist gebaut, glaube ich.
Verdammt. Wir versuchen nochmal dem Raben hinterher zu gehen. Da, ne? Da dreht sie sich aber dann sofort dahin. Lauf weiter, Mädchen, lauf weiter. Es hat doch was gebracht, dem Raben hinterher zu laufen. What the fuck? Ist das der Hirsch von vorhin? Wer hat das getan? Ist noch jemand hier? Ziehe das Messer heraus. Der arme Hirsch. Gucken wir uns mal kurz das Messer an. Ein Jagdmesser. Okay. Gut. Tür. Was? Mal näher ran. Entriegelt? Kann ich... Achso, ich muss sie entriegeln. Okay. Ah, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Okay, und jetzt kann ich mit dem Messer hier das Seil abschneiden. Perfekt. Noch mehr Leichen. Ist das nicht toll? Ich schaue genauer auf die Leiche. Susan. Ich sehe aus, als würde ich nur schlafen. Durchsuchen wir die Taschen. Die Taschen sind leer. Torschlüssel. Ah, perfekt. Wir haben den Torschlüssel. Gehen wir weg und das läuft einfacher als gedacht. Das läuft wirklich viel einfacher als gedacht. Okay. Machen wir das Tor auf. So. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. Lauf weg. Bitte, das ist I nicht... knew you would turn up one fine day Nein, like nein, 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 this. nein. Ich will... Who? Geh, lauf Who are weg, you? bitte. Oh. I have so many names. Das ist It's bestimmt hard to pick one. der Tod oder But so. I'm curious. Who do you think I am? Der Tod, genau was ich gesagt habe. Eine alte Lady, die in den Wäldern lebt. Sind sie Gott, sind sie der Teufel? Meine erste Vermutung war ja der Tod. Also gehen wir mit dem Tod. Ah, warte, es geht unten noch weiter. Ich weiß es wirklich nicht. Können Sie es mir nicht einfach sagen? Nein, ich gehe mit meiner ersten Vermutung und sage... Obwohl, wird sie dann böse, wenn ich das sage? Nee. Meine erste Vermutung, der Tod. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom, but I'm salvation too. I'm feared by most, but adored by some. Das klingt also. mehr nach dem Teufel. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not death? No, I am not. Gott sei Dank. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? Was ist das für ein Ort? What is this place? This, my dear, is my humble kingdom, and this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor.
what will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Ich will das eigentlich gar nicht mit dieser Frau da reingehen. Und ich habe immer noch den Schlüssel. Ich hätte damals echt da reingehen sollen. Verdammt, jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht mehr zurück. A lonely seashore. Okay, also manchmal ist die Übersetzung nicht wirklich 1A da. Sie hat gesagt, ein einsamer Strand. Naja, ja. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Ich wollte es einfach nur gerade rücken, Lady. Verdammt. Okay, ich kann noch nicht weiter. Ich habe Angst. Ist sie wirklich hier? Vielleicht ist es am Ende nur ein Traum. Ich habe das Gefühl, dass der Sound so laut ist. Also tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen schreie oder so. Ich weiß echt nicht, ob der Sound so okay ist, wie ich ihn eingestellt habe. Ob ihr mich gut hört oder ob ich zu leise bin oder ob die Musik zu laut ist. Now we can talk properly, my dear. Machen wir mal das zweite. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You Heißt see, das- I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows, I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You would be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Susan sich umgebracht hat wegen Depression. Und die Tante möchte mir gerade sagen, sie kann mich wieder ins Leben zurückrufen und meine ganze Krankheit einfach so verschwinden lassen, als ob nichts gewesen wäre und dass ich wieder happy bin. Ich glaube, da ist irgendwie ein Haken. Ganz großer Haken. I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Oh. Is that what you are? Why, maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. Wow. Die Königin der Maden. Oh Gott. Okay. Is there anyone else here? Die ist creepy, die Tante. I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I know what you want, but it's not here. It's gone, and it will never, ever come again.
Ich möchte gerne wissen, wo der Haken liegt. Deswegen... What do you want me to do? Yes. I think it's time to explain. Ja, bitte. But where are my manners? They're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special. Just like you, only in a slightly different way. Ist es jetzt sowas wie, ich muss mich meinen Ängsten und meinen Krankheiten stellen? Sind es dann die Manifestationen meiner Angst? Und es ist einfach nur so ein Nahtoderlebnis, wo ich mir dann klar werde, dass mein Leben doch gut ist? Ist es sowas? Ja. Those 5 people, who are they? The parasites. That's what I call them. The parasites. That's what I call them. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. Das klingt They ganz nach want to meinen Ängsten. hurt you, Ja, Susan. They want to kill you. bestimmt. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. A Okay. tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Ja, das habe ich mir nämlich gerade auch gedacht. Erwarten Sie von mir, dass ich sie töte. Die will, dass ich jetzt also zurück auf die Erde gehe und diese Parasiten auslösche, damit sie hier in diesem, ich schätze mal, Fegefeuer landen, bei dieser alten Trolla. Ich soll Menschen töten und danach geht's mir besser. Ich weiß nicht, ob ich den Sinn dahinter so ganz verstanden habe. Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. Well, that's not quite right. I've been around for a while. But I also know that you don't want to suffer, and those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And a chance to save yourself. Ich bin gerade ganz krass am Überlegen, wie
Wenn es mich wirklich glücklich macht, ja, aber ich kann doch nicht einfach... Sie sagt zwar, ums Überleben kämpfen, aber es ist offensichtlich, dass ich die töten muss. Also, I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. What makes you think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. sorry Leute, wenn ich gerade so ganz arg leise bin, aber ich versuche das irgendwie gerade so in meinem Kopf zu ordnen. Wir sind tot. Wir sollen aber zurück auf die Erde. Damit wir glücklich werden, müssen wir 5 Parasiten ausschalten. Damit wir dann endlich glücklich sind und dann kein Leiden mehr haben. Das Angebot ist eigentlich nicht schlecht, aber Susan ist nicht I überzeugt. can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. Ohne You Scheiß. cannot die. Ohne Susan. Scheiß. You Alter. will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I Das ist wanted. genau das Gegenteil. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Ich möchte sie nicht wütend machen, die alte Dame. Deswegen sagen wir mal, ich glaub ihr erstmal nicht. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Ja, ist eine Tür. Let's go inside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Aber ich würde sagen, bevor wir der alten Dame jetzt folgen, beenden wir die Episode hier für heute. Ich will mal kurz etwas gucken. Ja, speichern. So. Sire Place, Cat Lady. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Falls ihr Anmerkungen habt oder Ideen
zu diesem Ganzen irgendwelche Theorien oder einfach nur mal Hallo sagen wollt, lasst einen Kommentar da oder ein Like. Es würde mich wirklich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weitergehen und versuchen, unser Schicksal zu ändern. Oder auch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf was es hinausläuft. Bis dahin, macht es gut. Ciao.